Übung, wann dreht das Hinterrad durch. Und merkt ihr, wie die Drehzahl steigt und die Geschwindigkeit nicht. Und es geht nicht darum, dass ich möglichst durchdrehe, sondern es geht darum zu spüren, was macht das Hinterrad gerade. So, und jetzt kommt die Sabine. Hat was durchgedreht? Es soll durchdrehen. Aber das Entscheidende, es soll nur leicht durchdrehen. Ja, dreht nichts durch. Drehst du auch beim Fahren durch? Ja. 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 Okay. Also ich kann bloß beim Starten. Okay, ich habe es jetzt beim Fahren mitgefilmt. Ja. Und das kann ich dir jetzt hier schlecht zeigen, aber das kriegst du hinterher zugeschickt. Ja. Dann siehst du, das Hinterrad fährt ganz normal. Ja. Das glaube ich eben. Okay, dann teilen wir das mal auf und versuchen erstmal durchdrehen lassen im ersten Gang beim Anfahren. Das geht ehrlich doch alles. Okay. Ich bin noch nie mit der Technik rumgespielt. Okay, schauen wir mal. So, die Traktionskontrolle an der KTM verhindert das Durchdrehen im zweiten, dritten, vierten Gang. Das können wir jetzt hier nicht probieren. Also ist es eine Aufgabe für zu Hause, wenn man es überhaupt an der 390er ausschalten kann. Hier geht es um diese Kurve und der widmen wir uns jetzt mal. Aus beiden Richtungen. Zack, so habe ich ausgemacht. So. Hier vorne seht ihr eine Kurve und es geht darum, anbremsen, und normalerweise würden wir jetzt, das haben wir angeguckt, die äußere Linie nehmen, aber wir wollen ja auch mal die innere. Arsch raus, ne? Außenborder und los. Das ist alleine das für mich. Ne? Wo ich mir denke, ja, da komme ich nicht mehr zurück. Wenn ich Okay. nicht mehr, also wirklich alleine wäre und das doch nicht hinkriege, ja. Okay. Also zurückrollen, das habe ich ja erst versucht, dass ich hier... Dann machen wir es gleich, das hier, das ist gut. Ja, Wo ich mir denke, ja super. ganz kurz zu der Kurve. Bist du beide Ecken gefahren, innen wie außen? Ja. Und? Ja, ich bin halt schon, glaube ich, die Ja, macht nichts. Lushi-Variante bei dem Gras gefahren. Also ich bin nicht Ja. durch den Matsch, sondern nur Ah, so, okay. Die ist gar nicht so viel schlechter. Wir können eigentlich durch, sehe ich jetzt gerade. Gut, dass du das siehst. Ja. Also, wenn wir hier wenden, das können wir jetzt ganz easy machen. Wie haben wir das vorhin gemacht mit der Kupplung? Ja. Das kann man auch sitzend machen. Voller Einschlag und Kupplung kommen lassen. Genau, nur weiter. Vorderbremse loslassen. Genau, guck mal, jetzt machst du es fast am Lenkanschlag. Und guck mal, wo du jetzt stehst. Und jetzt einfach ein bisschen Gas. Guck mal, wie gut das geht. Aber im Stehen kann ich es zum Beispiel nicht, ne? Ja, okay, da fährt man auch nur langsam Kippgefahr. Mach das mal nicht mit dem Sitzen, sondern mit daneben stehen. So. Ja, beim nächsten Mal, ne? Nee, jetzt nicht? Ach so. Jetzt. Komm, ich mach's dir vor. Also, ich habe die Maschine links, weil wenn ich sie jetzt loslasse, die ist gegen meine Oberschenkel. Kann also nichts passieren. Und jetzt wende ich einfach, indem ich die Kupplung kommen lasse. Jetzt kann man geradeaus oder so.
Oder nochmal. Guck, das ist alles Kupplungsspielen. Können wir es auch ganz eng machen. Es geht hier um Spurwechsel, wenn wir von links nach rechts hier wandern. Also rüber. Und ich erkläre das hier, dass wir das jetzt zu wenig, heißt zu wenig, wir können das so probieren. Wir bräuchten höhere Gras. Dann ist die Übung mit dem Reintreten natürlich spannender. Probieren wir es mal drüben, ja. Sabine ist da. Probieren wir es mal drüben. Ja, das ist kein besonders hohes Gras. Da müssen wir es an einer anderen Stelle probieren. Wenn nämlich die Federung entlastet ist, können wir leichter drüber hüpfen. Oder dann kriegen wir nicht so viel Störmanöver rein. Ja, das ist hier nicht die richtige Stelle. Filme ich sie mal. Ja, es könnte mehr sein, den Beinen. Also wenn ihr das jetzt bei mir seht, da ist richtig was. Und was ihr noch seht, schaut mal auf ihre Ellbogen. Die sind noch relativ eng anliegend. Deshalb ist das Video gar nicht schlecht, weil man sieht die Sahnen. Ich fahre mal hinterher, ja. Sie blickt wunderbar geradeaus. Und es hat überhaupt kein Bedenken, darüber zu fahren. Das ist gut. Ich halte. Nein, nicht den Hintern bewegen, nur rechts drauf treten. Nee, du bewegst dich. Tritt mal nur auf den Rasten. Schwierig, ja? Bleib mal hier gerade. Oha, ja, jetzt kommt was. Ja, genau. Merkst du, was das bisschen bewirkt? Ja, das ist echt schwierig. Vor allem, also, wenn ich die Hände in der habe, geht gar nichts, wenn ich mich da abstütze. Das Rübergehen, das ist falsch. Probieren, zack, entlasten einfach durch. Die Federung zusammenpferchen und dann rauf. Und nochmal. Und ja, macht sie gut. Sehr schön. Hier geht es nicht mehr weiter, also wenden. Wenden und Zurücknahme der Schwerkraft. Es geht vorne leicht nach oben. Das hilft uns beim Zurückrollen, weil wir keinen Rückwärts drin haben. Genau. Mühelos Energie sparen. Und weil wir sitzen oder daneben stehen, kann uns eigentlich nichts umfallen. Das gleiche mit dem höheren Anrainer zum Denken. Und Sabine kommt mit daneben stehen besser zurecht, als wenn sie drauf sitzt. Das ist jetzt natürlich im Zusammenspiel halten und Kupplung kommen lassen. Das haben wir jetzt vorhin trainiert. Und die Schwerkraft ist quasi unser Rückwärtsgang. So. Jetzt fahren wir hinterher. Hier ist eine Straße, die hat relativ viel Grip. Also hier kann man auch schön
versuchen das Hinterrad durchdrehen zu lassen. Hier kann man Bremsübungen machen. Das sieht alles sehr sandig aus, hat aber Grip. Nachteil ist die Kurven hier. Da bewegt sich die Maschine schon. Da ist er nervös. Okay, hier könnte man federn, Federung helfen. Aber das ist jetzt nach meinem Tacho 70, also echte 65. Und Sabine fühlt sich sehr wohl. Die Ellbogen leicht ausgestellt, der Blick ist gerade und die lässt die Maschine unter sich arbeiten. Das sieht doch wunderbar aus. Also, welcome to Schotter Tours. Upsa, jetzt fliegen die Steine auf mich, ich muss ein bisschen Abstand halten. Na toll. Hey, das sorgt doch für Vertrauen. Ja, spitze. Das war doch jetzt wunderbar. Sehr gut. Das wollte ich hören. Wie fühlst du dich? So, große Berge haben wir hier nicht, aber hier geht es einen Berg runter. Und die Sabine sagte, das ist jetzt ihre Spur, hier die rechte Spur und zwar rechts außen. Wir haben das alles zu Fuß in Augenschein genommen und das ist die Spur, die sie fahren möchte. Und jetzt fahren wir mal die Lieblingsspur runter rauf und dann fahren wir die Nicht-Lieblingsspur runter rauf und dann vergleichen wir mal, wie wir uns wohlfühlen, weil Wohlfühlen ist extrem wichtig. Und unser Bauch, der sagt uns sehr schnell, ob es gut ist oder nicht. Dicht daran. Schön, locker, beweglich. Na, wo fährt sie hin? Ah, doch wieder die linke. Ah, die Lieblingsspur. Naja, nee, doch rechts. Okay. Ja, das ist vielleicht auch die Intuition. Das ist gar nicht immer das Schlechteste. Aber sie ist da auch problemlos drüber gekommen. Hättest du dir das vorher gesagt? Hat doch super geklappt. Die ungeliebte rechte Spur. Aber unten habe ich vorhin, wie ich dir hinterher Tempo ist ungefähr 35. Ich fahre jetzt mal rüber. Ja, es fühlt sich, das ist ihr Wohlfühltempo. Und guck mal, das ist gar nicht langsam. Ich kann doch den dritten hochschalten. Und die fährt da rüber. Ah ja, gut, da war es ein bisschen beim Sand, im Kies, ein bisschen unsicher und ist auf dem Grünstreifen, aber der ist heute easy zu fahren, das haben wir vorhin schon gemerkt. Und es ist nicht nass. Wir haben ja eine Trockenperiode und die Schätzung heute hat es sicher 8, 29 Grad. Toll. Macht richtig Fortschritte. Ja, wenden. Ja, Lenker einschlagen, genau. Weiter. Ist gut. Wir haben das alles mit der Kupplung im Griff. Erklären, vormachen, nachmachen. Ja. So, und rüber. Sehr schön, alles unter Kontrolle, keine Angst, nicht verkrampft, so locker wie man sein muss, weil zu locker, wir sind ja hier keine Kasperl. Und diese Spur hier, die rechte für jetzt in der Fahrtrichtung, das ist unser beider Favorit. Okay, hier kann der Hintern mehr nach links in der Kurve. Ja, ist doch sehr schön. Jawohl,
ohne durchdrehendes Hinterrad am Berg anfahren. Ja, es ist nicht der steilste Berg, aber einfach nur mit schöner Kupplung kommen lassen. Genau. Und jetzt hinstellen. Das sieht doch wunderbar entspannt aus. Ja, schon wieder dieser Hügel. Leider haben wir nichts Steileres hier in der Gegend. Aber es geht darum, am Berg nach oben anfahren. Und wie ist es, wenn wir runterfahren? Wir wollen jetzt halten. Haben wir ausgemacht. Im Steilstück da vorne. Und dann wieder hier anfahren. Ja, leider. Aber jetzt stell dir mal 80% oder 100% vor, also richtig, dass das Herz in die Hose fällt, so steil, das gibt's. Halt nicht auf der Straße. Dann ist das schon eine Herausforderung. Ist hier alles breiter, aber wir üben ja die Basics. Also, anfahren, so sanft wie immer. Guck, nichts dreht durch, kein Motor kreischt. Es läuft schön. Und nochmal, ja, das klingt doch absolut goldrichtig. Es ist ein milder Hügel, ja sicher, aber was wollt ihr machen? Wir sind jetzt hier in Franken, nicht im Hochgebirge, das gelte für Schleswig-Holstein oder Mecklenburg, das ist das Gleiche. Wir haben nicht diese riesig steilen Berge, wo es ausprobieren natürlich viel spaßiger wäre, trotzdem. Und guckt mal, wie das Wenden, das klappt schon viel besser. Fast auf einem, ja, ja! Super, klappt auf 1G. Jawohl, durchs Unterholz. Ja, es ist erlaubt, ob ihr es glaubt oder nicht, das ist kein Singletrack. Hier gibt es eine linke Spur dazu. Und das ist in Bayern möglich. Und ob das hier auch zusätzlich noch ein Wanderpfad ist, das spielt hier keine Rolle. An der Straße ändert sich nichts. Blöd gesagt, Försters Golf kommt hier durch. Also dürfen wir das fahren. Das ist nicht weit. Ich habe das mal entdeckt im Frühjahr. Bin ich mal abgebogen. Und die Sabine sagte, ja, das lass uns mal zusammen probieren. Das ist ein bisschen Abenteuer. Und wenn was schief geht, dann sind wir ja zu zweit. Das ist oft eine Hilfe, zu zweit zu fahren. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, hier ist immer noch eine fast unsichtbare zweite Spur. Ja, auch mit sowas belohnen wir uns. Es ist einfach ein witziger kleiner Weg, der ist normal furchtbar verschlammt. Aber jetzt hier im Hochsommer natürlich nicht, leider. Das wäre jetzt nämlich lustig gewesen, die Schlammpassagen durchzufahren und könnten das trainieren, aber das müssen wir heute leider auslassen. Wetterbedingt. Und jetzt kommen wir dann gleich wieder an die alte Stelle, die alte Vertraute runter. Tatsächlich finden eine Wasserstelle. Und jetzt haben wir drüber gesprochen, wie fährt man eine Wasserstelle am besten durch. Tiefste Stelle. Und wie immer mache ich das vor. Also, ich nehme die linke Seite, ganz tief. Völlig problemlos. Ne? Okay. Ah ja, Wasser bereitet Ängste, aber das gibt es im Taurusgebirge nicht. Also ganz normal. Du kannst sitzen, du kannst stehen. Ah, macht er noch Bedenken. Mut hat sie. Sie macht es. Praktisch gar keins. Kupplung.
Kupplung. Ja, aber bin ich da durchgefahren? Ich habe keins gegeben, aber probier's mal, ob er abstirbt oder vielleicht ganz leicht. Ja. Kupplungssache und der Schwung macht den Rest. Ah ja. Jawohl. Mit Schwung, aber ging. Wir haben doch noch ein bisschen Wasserdurchfahrt. Das haben wir ja schon besprochen, einmal kurz geübt. Jetzt machen wir das hier. An der tiefsten Stelle. Ja, nee. Nee, doch nicht. Doch nicht rüber. Wie ideal. Da liegt ein Stock. Quer über unsere Fahrbahn. Das probieren wir doch gleich aus. Jetzt steht der Stock schräg, ganz natürlich. Und? Sehr schön. Jetzt belohnen wir uns mit Kaffee und Kuchen und schönen, kühlen Straßen hier im Wald. Alles schön erlaubt. Jetzt haben wir die Grundlagen gelegt. Jetzt können wir hier so Sachen machen wie mal kurz drüber hupsen oder zurückhupsen. Das haben wir heute schon öfter gemacht. Stehend oder sitzend fahren. Na, mal gucken. Kommt keiner. Hier ein bisschen über Schlamm fahren. Ja, das muss sein. Nicht nur trainieren, sondern auch umsetzen in der Praxis. Das war so alles an Sand, was wir hier kennen. Ist das zu klein? Das könnten wir eigentlich machen. Da müssten wir wenden. Mal schauen. Nö, hier geht es eigentlich auch. Da fahren wir hier gerade weiter. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, also, geht doch. Rein in den Wald, schattig. Und hier kommt natürlich jetzt alles zusammen. Die Linie richtig wählen. Die Hügel rüber, die Holperer erkennen. Das, was wir den ganzen Tag trainiert haben, das ist statt Einzelübungen, kommen jetzt halt 3, 4 Sachen auf einmal zusammen. Aber um das geht es ja beim Fahren. So, jetzt schauen wir mal, wie wir hier geradeaus weiter können. Noch ist das alles legal, aber wie lange? Nach wie vor legal. Zweispurige Straße, aber hier ist es feuchter und leicht rutschig, da müssen wir schon Piano. Also, hier wird man gefordert. Ja. Yeah. Super, kommt alleine durch. Genial. Jetzt sind wir aber so richtig im Wald, ha? Ja, voll drin.